talk about money. Das ist ein Thema, was hier bei mir im YouTube-Kanal sehr, sehr beliebt ist. Das Thema Geld. Und ich habe ein paar Zitate gesammelt in einem ganz alten Journal von mir. Dieses Journal ist, glaube ich, von 2006 oder so. Und immer wenn ich eine spannende Erkenntnis gehabt habe, dann habe ich das hier reingeschrieben. Mittlerweile brauche ich so ein Buch im Jahr. Also manchmal 10 Monate, manchmal 13 Monate. Also ich habe eine ganze Reihe von diesen Büchern. Und ich möchte dich jetzt einmal mitnehmen in meine Gedankenwelt, in das, was ich aufgeschrieben habe, zum Thema Geld. Und jetzt geht es nicht darum, investierst du besser in Immobilien, investierst du besser in Aktien, sondern es geht grundsätzlich um Mindset-Themen zum Thema Geld. Erstmal, es gibt dieses ganz alte Jim Rohn-Zitat. Jim Rohn ist der Mentor von Tony Robbins gewesen. Und Jim Rohn ist vor einigen Jahren verstorben, Amerikaner. Und der hat damals gesagt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. So, damit ist jetzt nicht gemeint deine Kinder, deine Familie, deine Eltern, sondern damit ist eher gemeint außerhalb der Familie. Wer sind die 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, mit denen du dich über alle möglichen Themen unterhältst? Und das Spannende ist, dein Einkommen entspricht diesen 5 Menschen. Du verdienst vielleicht ein kleines bisschen mehr oder ein kleines bisschen weniger. Du hast ein kleines bisschen mehr, ein kleines bisschen weniger Vermögen als diese 5. Und das ist ganz spannend, das gilt es einmal zu betrachten. Wer sind die Menschen, mit denen du dich umgibst? Wie viel Geld haben die, wie viel Geld verdienen die? Wenn du nur mit Leuten zusammen bist, die alle von der Hand in den Mund leben, die alle kein Geld haben, dann musst du dich nicht wundern, wenn das auf dich abfärbt. Das ist ganz normal. Also, sollte das so sein, ist der erste Tipp, such dir andere Menschen in deinem Umfeld. Menschen, die sich für Geld interessieren, Menschen, die mehr Geld verdienen. Das ist ja nicht Gott gegeben, dass du diese 5 Menschen um dich rum hast. Such dir andere, tausch diese 5er Menschen aus. Du bekommst den Wohlstand, den du dir selbst zutraust. Du bekommst das, was du meinst, was dir zusteht, was du verdienst. So, was ist damit gemeint? Christian Bischoff sagt, es sind so Gummibänder, die dich immer wieder zurückziehen. Nämlich deine Glaubenssätze, deine Überzeugung. Wenn du zu Hause in der Erziehung immer gehört hast, Geld macht auch nicht glücklich, die Reichen haben auch viele Probleme, dann verankerst du das in dem Kopf. Wenn deine Eltern das Geld für unsinnige Sachen raushauen, wenn immer zu wenig Geld da ist zu Hause, dann wird so deine Überzeugung geprägt. Und deine Überzeugung sorgt dafür, wie viel du nachher bekommst oder nicht bekommst. Es gibt so das Beispiel mit Ursache und Wirkung. Ursache sind bei einem Baum unten die Wurzeln. Die Wurzeln halten den Baum fest. Und die Wirkung sind nachher die Früchte, die an dem Baum hängen. Also, wenn die Früchte nicht schön sind, zu klein sind, zu wenig Früchte sind, dann hat es in der Regel damit zu tun, dass die Wurzeln nicht richtig funktionieren. Und genauso ist es beim Thema Geld. Ursache und Wirkung. Ursache ist deine Einstellung, dein Mindset, deine Überzeugung. Wirkung ist das, was auf deinem Konto oder in deinem Portemonnaie nachher drin ist. Diese Wurzeln, das sind unsere Überzeugungen. Du hast dich mit Leuten umgeben, die es dir leicht machen, da zu verharren, wo du bist. Du hast ein bequemes Umfeld. Die Leute mögen dich, du magst die Leute, es ist bequem. Man genießt das Leben. Aber wenn du reich werden willst oder wenn du mehr erreichen willst, dann musst du dich umgeben mit Menschen, die es dir nicht leicht machen. Du musst atemlos sein, um hinterherzukommen. Du musst ein großes Momentum haben, du musst eine mega Schlagzahl haben, du musst Attacke machen. Du musst morgens wach werden vor dem Wecker und genau wissen, jetzt schreibe ich Geschichte.
Du musst atemlos sein, um hinterherzukommen. Welchen Gedanken gibst du Priorität? Denk mal darüber nach, worüber du nachdenkst. Im Idealfall hast du 51% positive Gedanken. Das haben die allerwenigsten. Die meisten denken immer über Ängste nach, über Sorgen nach, über negative Dinge, die sie doch nicht beeinflussen können. Was weiß ich? Die Politik, die Flüchtlingskrise, das Waldsterben, Rezession, Wirtschaft. Hey, kehre vor deiner eigenen Tür. Kümmere dich um positive Dinge, die erstmal dich betreffen. Die meisten denken in, es ist nicht genug da. Guck mal, du räumst deinen Schrank auf und jetzt findest du eine alte Jeans. Ja, die passt noch, aber ist nicht deine Lieblingsjeans. Du hast sie schon lange nicht mehr angehabt. Ja, die hat vielleicht auch schon 2, 3 Löcher oder sie hat Flecken, die du nicht mehr rauskriegst. Aber jedes Mal, wenn du deinen Schrank aufräumst, überlegst du wieder, sollst du sie wegwerfen? Nee, vielleicht kannst du sie später nochmal gebrauchen. Wenn ich irgendwann beim Renovieren helfe, dann kann ich die anziehen. Ey, du hilfst nicht beim Renovieren. Du denkst in Mangel. Wirf sie weg. Du brauchst sie nicht mehr. Oder verschenk sie oder gib sie zur Altkleidersammlung. Aber weg damit. Denkst du in Mangel oder in Fülle? Und das macht einen riesen Unterschied aus, wenn es um das Thema Geld geht. Es gibt keine Geldknappheit. Es gibt nur eine Ideenknappheit. Und selbst das trifft es noch nicht genau. Also erstens, es gibt keine Geldknappheit. Das nehme ich gerade in Dubai auf. Ich lebe hier. Wenn du in Dubai einfach mit dem Auto mal rumfährst, 1 Stunde, hast du so viel Geld gesehen. Autos, Gebäude. Das ist der Wahnsinn. Es gibt keine Geldknappheit. Und das gilt nicht nur für Dubai. Auf Mallorca gibt es keine Liegeplätze mehr für Yachten. Die sind alle ausgebucht. Es gibt keine Liegeplätze mehr für Yachten. Also erzähl mir nicht, da draußen ist kein Geld. Da draußen ist ganz viel Geld, aber das Geld ist noch nicht bei dir. Noch nicht bei dir. Geldknappheit bedeutet, dass du zu wenig Ideen hast, für die andere Menschen bereit sind, ihr Geld zu tauschen. Aber das reicht immer noch nicht. Kein Geld bedeutet nicht genug gute Ideen erfolgreich umgesetzt. Es gibt so viele gute Ideen. Ich erlebe so viele Leute, die haben tolle Geschäftsmodelle. Ich erlebe so viele Verkäufer, die haben geile Produkte und Dienstleistungen. Aber sie verkaufen sie nicht. Sie machen viel zu wenig Umsatz. Oder irgendwelche Startups, die sagen, ja, wir haben tolle Ideen und dann setzen sie sie nicht um. Kein Geld bedeutet nicht genug gute Ideen umgesetzt. Nicht genug gute Ideen, Dienstleistungen, Produkte verkauft. Erstens, werd ein Umsetzer. Den Umsetzern gehört die Welt, gehört die Zukunft, gehört das Geld. Zweitens, lerne verkaufen. Lerne deine Leistung, deine Ideen, deine Produkte, deine Dienstleistung richtig zu kommunizieren. Und Kunden zu motivieren, dass sie ihr Geld gegen diese Leistung tauschen. Geldknappheit ist eine Knappheit an Ideen, ist eine Knappheit an umgesetzten Ideen. Die Reichen werden immer reicher, weil die Reichen einen Nutzen geben, einen Vorteil geben. Wenn du die falsche Frage stellst, dann ist die Antwort egal. Dann ist die immer egal. Was sind zum Beispiel falsche Fragen? Falsche Fragen sind zum Beispiel, wie viel ist genug? Wie viel Geld ist genug? Wie viel braucht man zum Leben? Wie viel braucht man zum Überleben? Wie viel brauche ich? Das ist die falsche Frage, weil das ist eine begrenzende Frage. Das ist eine Frage in Knappheit. Denke in Fülle. Besuche Orte, wo Fülle herrscht. Bekomme eine Einstellung der Fülle. Setz dir große Ziele.
Was willst du mal haben? In was für einem Haus willst du mal leben? An welchem Ort willst du leben? Wo willst du Urlaub machen? Wie willst du Urlaub machen? Pauschaltourist oder willst du First Class fliegen? Vielleicht willst du sogar mit einem Privatjet fliegen. Wie cool ist es nicht, durch die Sicherheitskontrolle zu gehen? Dass du als Mann deine Frau nicht dabei beobachten musst, wie sie von wildfremden anderen Leuten angefummelt wird. Leute, die du nicht kennst, die dann in deiner Tasche kramen. Leuten, neben denen du nicht sitzen willst. Und dann musst du mit denen 4, 8 Stunden auf engstem Raum verbringen. Lerne in Fülle zu denken und besuche Orte mit Fülle und setz dir große Ziele. Das ist extrem wichtig, wenn wir über das Thema Geld sprechen. Warum verdienen einige Menschen so viel mehr? Weil sie einfach völlig anders denken. Der große Unterschied ist das Mindset, die Glaubenssätze, die eigene Einstellung gegenüber Geld, gegenüber Erfolg, gegenüber Arbeit. Ich habe heute einen Kommentar gesehen bei YouTube. Ein ganz junger Typ, weiß nicht, 15, 16 Jahre, schreibt: Ich will später keinen Job machen, wo ich jeden Tag von 9 bis 18 Uhr arbeite und am Ende 2.000 oder 3.000 Euro mit nach Hause nehme. Und ich denke, ist gut, wenn du sagst, das will ich nicht. Aber erstens, 2.000 oder 3.000 Euro netto ist schon gar nicht so schlecht für die meisten Menschen. Und zweitens, es gibt auch Jobs, die einfach unheimlich viel Spaß machen, von 9 bis 18 Uhr. Wo du sagst um 18 Uhr, komm, ich hänge noch 2 Stunden dran, weil es einfach so geil ist. Erfolgreiche denken anders. Wer tut, was alle tun, bekommt, was alle bekommen. Gehe eigene Wege. Triff individuelle Entscheidungen. Erfolgreiche Menschen sehen ihr Ziel unabhängig von den jetzigen Gegebenheiten. Wenn du dich an deiner Ist-Situation orientierst, dann wirst du stillstehen. Wenn du dich an deinen Zielen orientierst, dann wirst du dich entwickeln. Und dann gibt es so einen Spruch, try to reach a star, if you fail, you will land on the moon. Versuch einen Stern zu erreichen. Wenn du den Stern nicht erreichst, dann landest du zumindest auf dem Mond. Also, versuche etwas sehr Ehrgeiziges zu erreichen. Und wenn du es nicht erreichst, dann wirst du doch ein unglaublich erfülltes Leben haben. Es geht nicht darum, eine Million zu haben, sondern Millionär zu sein. Das ist ein Riesenunterschied. Millionäre denken anders. Du siehst das oft bei Unternehmern. Du nimmst einem Unternehmer alles weg. Alles weg. Die Firma geht voll in die Pleite. Oder er verkauft die Firma. Er verkauft die Firma und gründet eine neue Firma. Und er wird wieder erfolgreich sein, weil er einmal weiß, wie es funktioniert. Das Gleiche gilt für reiche Menschen. Wer einmal reich ist und alles verliert, aus welchen Gründen auch immer, wird sehr schnell wieder reich werden, weil er einmal verstanden hat, wie das Spiel funktioniert. Bloß weil du eine Million hast, bist du noch lange kein Millionär. Du hast eine Million geerbt. Schön, da kannst du nichts für. Du hast eine Million im Lotto gewonnen. Schön, da kannst du nichts für. Du bist kein Millionär. Du kannst jetzt lernen, einer zu werden, aber du bist keiner. Bloß weil du eine Million hast. Du hast immer noch nicht die Gedanken, die Überzeugung, die du brauchst, dass du die Million behältst und dass du daraus mehr machst. Aristoteles hat mal gesagt, es gibt Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir sie tun können. Und wir lernen sie, indem wir sie tun. Das gilt für so viele Dinge im Leben. Gerade bei Frauen erlebe ich immer wieder, dass sie denken, ich muss noch die Ausbildung machen, ich muss noch die Ausbildung, noch das Zertifikat, noch die Fachqualifizierung. Nein, musst du nicht. Gib Gas, mach es. Es gibt ein schönes Beispiel bei Stellenanzeigen. In einer Stellenanzeige wird ein neuer Mitarbeiter gesucht. 5 Kriterien werden aufgeführt. Die Frau erfüllt 4 von den 5 und bewirbt sich nicht, weil sie sagt, ja, ich erfülle ja nicht die Kriterien. Ein Mann erfüllt eine von den 5 Kriterien und bewirbt sich, wie selbstverständlich, und sagt, ja, alle 5 kriegen die eh nicht. Es ist ein Mindset. Hör auf zu zögern. Geh den Weg.
Die meisten Wege entstehen, indem du sie gehst. Deine Art zu denken hat dich zu dem gemacht und dahin gebracht, wo du heute bist und wer du heute bist. Die gleiche Art zu denken wird dich nicht zu dem machen, der du gerne wärst oder was du gerne hättest. Du musst anders denken. Und das Andersdenken wird dann anders entscheiden. Und das anders entscheiden wird dann anders handeln. Und anders handeln ergibt andere Resultate und die Resultate bringen dir das Geld, was du gerne haben möchtest. Oder in der Kurzfassung, sein, tun, haben. Erst musst du mal eine Persönlichkeit sein, dann musst du etwas tun und dann wirst du etwas haben. Was die meisten aber haben wollen, ist erst das Haben. Sie leasen sich teure Autos. Sie kaufen sich teure Autos, völlig über ihre Verhältnisse. Und dann haben sie. Aber dann tun sie immer noch nicht und sie sind auch nicht. Bloß weil du ein anderes Auto hast, bist du noch nicht eine andere Persönlichkeit. Besser ist die Reihenfolge andersrum. Die allermeisten Erfolgreichen haben den Weg andersrum genommen. Nämlich erst sein, dann tun und dann haben. Arbeite niemals nur um Geld zu verdienen. Das ist einer der größten Fehler. Nicht nur wegen Geld verdienen. Mach was, was dir Freude macht, was deine Leidenschaft ist, was deine Erfüllung ist. Und wenn du jetzt die richtige Branche ausgesucht hast, wird dir das Geld folgen. Aber tu nichts nur, um Geld zu verdienen. Wir müssen jederzeit bereit sein, das, was wir sind, aufzugeben für das, was wir werden können. Den Job kündigen, einen neuen Job anfangen. Den Ort verlassen, an einem neuen Ort anfangen. Wir müssen jederzeit bereit sein, das aufzugeben, was wir haben, damit wir das werden könnten, was wir gerne sein möchten. Schöner Spruch: Ehe du das, wonach du suchst, in der Welt finden kannst, musst du es erst einmal in dir selbst finden. Mehmet Göker hat das mal schön in seinem Buch beschrieben, wenn sich jemand bei ihm vorstellt als neuer Vertriebsmitarbeiter und der lästert dann über seine ehemaligen Arbeitgeber. Ja, bei der Firma war das scheiße und da ist das scheiße gelaufen. Mehmet stellt ihn nicht ein. Weil Mehmet sagt, der wird auch später bei mir scheitern, er wird nicht erfolgreich und er wird die Schuld nie bei sich suchen, sondern immer beim Arbeitgeber. Und er sagt, und nachher lästert der über mich und das will ich nicht. Als Arbeitgeber kann ich nur sagen, ich stelle Leute ein mit Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Ja, auch ich mache Fehler. Ich habe in der Vergangenheit auch Leute eingestellt, bei denen ich mich getäuscht habe. Aber wenn du in deinem Leben erfolgreich werden willst, dann übernimm Verantwortung für dein Handeln und dein Denken und dein Leben. Und gib nicht die Schuld den anderen. Wer den anderen die Schuld gibt, gibt den anderen die Macht. Ehe du das, wonach du suchst, in der Welt finden kannst, musst du es erstmal in dir selbst finden. Geiler Spruch. Was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass erfolgreiche Menschen immer sehr zielorientiert sind. Sie denken langfristig, sehr langfristig. 5 Jahre sind schon relativ kurz, eher 10 Jahre, manchmal sogar 20 Jahre in die Zukunft. Und arbeiten jeden Tag an ihren Zielen. Sie haben ihre Ziele aufgeschrieben, sie haben sie visualisiert, sie haben das Warum hinter ihren Zielen geklärt. Erfolg beruht auf Zielen, alles andere kommt von alleine. Ziele sind so ein automatischer Kompass in unserem Kopf. Unser Unterbewusstsein macht über 99% dessen, was wir so wahrnehmen. Über 99%. Guck mal, du nimmst eine Brieftaube. Und die Brieftaube, die packst du in eine Kiste. Fährst mit dieser Brieftaube 500 Kilometer irgendwo hin. Die Brieftaube hat nichts gesehen. Du lässt sie frei, sie dreht 2, 3 Runden und fliegt direkt zurück zu ihrem Zuhause. Direkt zurück. In der Natur siehst du das, bei den Brieftauben. Wir Menschen haben das auch. Programmiere dich auf eine bestimmte Summe, auf Dinge, die du haben willst, auf ein Leben, was du dir wünschst. Und dann fokussiere dich darauf, arbeite da jeden Tag dran. Es wird genau das aus dir, worüber du am häufigsten nachdenkst.
Also denke positiv und denk an deine Ziele. Meine Zeit, mein Leben ist kostbar. Die schlimmste Verschwendung von Zeit und Energie besteht darin, Jahre auf etwas zu verwenden, was man auch in Monaten schaffen kann. Das ist so das Thema, ich lese keine Bücher oder ich gehe nicht auf Seminare. Hey, wenn ich das Wissen vor 25 Jahren gehabt hätte, was ich heute weiß über Verkauf und Vertrieb, ich hätte ein Vermögen gemacht. Und das Schlimmste ist, dass du alle Erfahrungen, alle Fehler selber machen willst. Such dir Leute, die da sind, wo du hin willst, frag die, wie die das gemacht haben und adaptiere das Ganze auf dich. So, das war so ein Blick in mein Journal und damit auch so ein bisschen Blick in meinen Kopf. Was habe ich für Glaubenssätze? Womit beschäftige ich mich? Wenn du einen Glaubenssatz hast, der dich weiterbringt, mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast, schreib ihn unten rein in die Kommentare. Ich bin neugierig, ich lerne gern dazu. Wenn du einen Glaubenssatz hast, der nicht hilfreich war, ja, viele wissen ja nicht, was sie machen wollen, aber sie wissen, was sie nicht machen wollen. Und das ist schon mal ein guter Weg. So ein Ausschlussverfahren. Das nicht, das nicht, das nicht. Und dann bleibt am Ende das übrig, was du haben willst und machen willst. Deswegen, wenn du etwas hast, was bei dir nicht funktioniert hat, schreib es auch unten rein. Lass uns einfach hier in der Community austauschen. Was funktioniert für dich und was funktioniert nicht? Was für mich funktioniert, habe ich dir vorgelesen. In dem Sinne, ich freue mich über deinen Kommentar und wünsche dir fette Beute. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können und aktiviere die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.